Also hier an der Stelle sieht man das eigentlich ganz gut. Hier kommt man aus dem Nordbahnhofviertel und dieses ganze Gelände ist das sogenannte C1-Gebiet von diesem Stuttgart 21-Projekt, wo ja diese ganzen Gleisflächen, ist dann A1 und so weiter, gibt es C1. Und hier war früher eben der Schrottplatz und wurde dann abgelöst durch diese ganze Stuttgart 21 Tunnelbau, Infrastruktur. Da hinten sind riesige Flächen, das seht ihr dann vielleicht auch noch, wenn ihr zu den Waggons rübergeht, wo die Erde, die da aus dem Tunnel geholt wird, sortiert wird und weiter verschippert. Und da links ist ja dann die Container City. Und dieses ganze Areal, eben, wo früher noch mehr Hallen standen, also Industriehallen, das ist eigentlich und somit auch die Wagenhallen, wie sie jetzt heute da stehen und die Container City sind eigentlich nur entstanden durch Stuttgart 21. Natürlich ist es wichtig, welche Vorstellungen haben die Bürgerinnen und Bürger, welche Wünsche gibt es, und wir sehen es auch als große Chance, nicht als Problemstadtteil, sondern als Stadtteil der Chancen, dass wir hier mitten in der Stadt ein neues Stadtquartier entwickeln können für gut 10.000 bis 12.000 Einwohnerinnen und Einwohner mit einer hohen Qualität, mit viel Freiflächen und mit vielen sozialen und kulturellen Einrichtungen. Und da geht es natürlich um ein wichtiges Thema, Aneignung. Klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, wenn man sich denkt, okay, eine Stadtplanung, wie kann man sich denn überhaupt bei etwas Geplantem noch etwas aneignen? Aber genau auch solche Freiräume mitzudenken. Und natürlich eine bespielbare Stadt für verschiedene Nutzungsgruppen. Das heißt, die soll sehr flexibel sein. Mit verschiedenen Bedürfnissen soll man dort auch quasi sich wohlfühlen und auch sich selber wieder finden können. Das heißt, quasi mit dem Hund spazieren gehen bis hin zum Skateboard sollte alles irgendwie auch funktionieren dürfen. Es soll ein ganz besonderer Ort bleiben und werden, ja, der eben nicht 0815 aus einem Rendering aussieht und man, wenn man hineinläuft, nicht mehr weiß, ob man jetzt irgendwo anders gelandet ist, sondern immer weiß, ich bin in Stuttgart. Ja, also die Stadt soll auch ein Gesicht haben. Auch die Möglichkeit, dass es verschiedene Arten von individueller Gestaltung geben soll für Nutzerinnen und Bewohnerinnen des zukünftigen Quartiers, war auch ein großes Anliegen. Und ganz wichtig, nicht einfach alles wegmachen, was schon da war, sondern auch Relikte, historische Bauelemente, die sollen sichtbar und erhaltbar gemacht werden. Also es war auf jeden Fall gut inszeniert und ich dachte zuerst, dass es wirklich nur Show ist, aber ja, also gegen die ganzen Inhalte, die da kamen, die ganzen Ergebnisse, die von der Beteiligung da gezeigt wurden, kann man ja nichts sagen. Das sind ja alles gute Sachen und hat sich eigentlich so angehört wie die Superstadt, die Superidealstadt der Zukunft, gegen die eigentlich niemand was haben dürfte. Auf diese drückende Stuttgarter Hitze. Genau 2000 haben wir hier angefangen zu studieren, ne? Ja. War das 2000? Ja. Eigentlich kann man sich das gut merken, weil es war halt 2000. Architektur und Design so ganz groß. Also ich war unglaublich stolz, hier an dieser Kunstakademie zu studieren mit diesem Geist. Das hat mich schon total erfreut und so, wow, geil. Gutes Ambiente, gute Leute, guter Input, geile Schule, der geile Bau. Guckt dir mal diesen Bau an. Ja, aber eigentlich sozusagen der Geist, die Welt verändern zu können. Ja, hier geht das los. Von hier können wir starten und richtig loslegen. Es ist alles möglich, ey. Das gehört alles uns, ey.
Ja, wir sind ja nie wirklich dann runtergekommen. Also auch, es gab auch nicht das kalte Erwachen nach dem Studium oder so, dass man dann auf einmal schnöde Architektur machen musste, weil das war ja das Gute, dass wir einfach aus dem Studium raus einfach weiter gestolpert sind und eigentlich einfach genau das weitergemacht haben, was wir im Studium schon angefangen hatten. Deswegen hat sich gar nicht anders angefühlt und es gab dann auch gleich diesen Kontakt, also zu den Wagenhallen über die Waggons und dass wir da eigentlich dass wir da auch den Raum hatten, in den Wagenhallen gleich loszulegen. Also wir haben ja für unser Diplom schon dort in den Wagenhallen gebaut, einfach erstmal losgebaut, Ausstellungen gebaut und Ateliers ausgebaut und so weiter mit irgendwelchen Materialien, die wir gefunden hatten oder auch die wir von unserer eigenen Ausstellung recycelt hatten. Und das war sozusagen, wir sind nicht von hier, vom Elfenbeinturm in die Stadt runter und es gab ein böses Erwachen, sondern wir sind eigentlich an die Wagenhallen runter und da war es eigentlich genauso wie hier. Ja, eigentlich sozusagen da ist der Raum, wo wir das machen können. Also hier haben wir sozusagen diese Spritze gekriegt, dass du aber in der Lage bist, wow, Alter, geil, was für ein Trip, ich kann alles machen. Und dann bist du auch noch an dem Ort, wo du auch wirklich alles machen kannst. Und ich glaube, diese Kombination, die hat auch unglaublich irgendwelche Kräfte hervorgebracht. Ja? Und das ist ja, ich würde behaupten, alle an den Wagenhallen hatten dieses Gefühl eben dort, wir können hier die Stadt entwickeln, ja? Wir können das zu unserem machen, wir können dazu beitragen, wie wir das auch gut finden. Eigentlich ist die ganze Container City und die Wagenhalle ist ein Stück weit auch deshalb entstanden, weil dieses Stuttgart 21-Projekt so lange in dieser Warteschleife war oder dieser Ort in dieser Warteschleife war, um endlich entwickelt zu werden, was jetzt passiert in diesem Rosenstein-Quartier. Und in dieser ganzen Zeit hat sich eben über diese Zwischennutzung da dieser Ort so entwickelt, wie er sich jetzt da zeigt und ist eigentlich zu dem Nukleus geworden von dem neuen Stadtquartier, der sogenannten Maker City. Also das ist sozusagen aus dieser Stuttgart 21 Situation heraus konnte da nicht so schnell losentwickelt werden, wie man es hier sieht in dem Europaviertel, ja, wo so richtig gleich losgeballert wurde. Das ist da eben nicht passiert und so gesehen hat es Stuttgart 21 auch seinen Beitrag dazu geleistet. Alles, was wir hier jetzt als Baustellen, Einrichtung, sozusagen die Umschichtung in Person, wollte ich sagen, in Material, das hat alles mit dem Tunnel zu tun. Die neuen Gleisanlagen hier wird das dann ja dann auf die Waggons, kommt das rauf und wird ja irgendwo hin verfrachtet. Das will man ja auch alles gar nicht so genau wissen. Hier keimte eigentlich sozusagen die Subkultur Stuttgart. Und das ist interessant, weil diese Symbiose, die bedingt sich ja so ein bisschen. Ja? Also Stuttgart 21, Baustellen, Logistik, Baustelle, Waggons, das war ja auch alles nur möglich, weil diese Baustellenlogistik hier hin sollte. Deswegen wurden diese Waggons auch geduldet, weil man hier nicht gleichzeitig Hochbau betreiben musste. Ja? Hier musste die Stadtentwicklung halt nicht so schnell passieren, weil man wusste, es gibt diese große Vision. Und die war natürlich, wie wir alle wissen, die ist ja so groß, dass sie dazu führt, dass dieser Raum Zeitlücken entstehen. Und das ist eben dieses schöne Nebenprodukt eigentlich dieses großen Projektes.
war auch sozusagen auch ein prägender Moment für mich, weil ich 2000, wie gesagt, ursprünglich an der Kunstakademie hinten im Bus gepennt habe. Dann bin ich 2001 hier zu den Waggons gekommen und wir sind 2005 dann von den Waggons ist eine Splittergruppe in die Wagenhallen gezogen, die bereits schon so den ersten Auftakt hinter sich hatten bezüglich der Legalisierung des Ortes für Zwischennutzung. Es war ja keine Besetzung oder sowas in der Art, ja, sondern es war eine Kooperative mit der Stadt. Aber das war lustig, weil es hieß damals schon, 2002, dass wir im März raus müssen. Und das hieß es jedes Jahr. Wenn die Baustelle hier alles weichen muss, der ganze Park und das ganze Gelände, wird hier alles platt gemacht. Und wir versuchen schon zu gucken, dass halt so wenig wie möglich irgendwie weggemacht wird. Aber es soll ja auch halt, ja, wenn wir hier schon was bauen, soll es was Cooles, Gescheites sein. Ja, zu der Scheißarbeit kommen die wenigsten. Manchmal sind wir nur zu zweit und manchmal sind schon 8, 9 Leute da und beim Betonieren teilweise 20. Aber ja, wir wollen das halt auch gescheit nutzen und was Anständiges bauen und auch irgendwie eine Art Statement setzen, dass es halt auch dass wir uns davon auch nicht runterkriegen lassen, weil sonst haben wir ja nichts. Und ein paar von uns waren schon so weit, einfach wegzuziehen nach Oktober jetzt, wenn es platt gemacht wäre. Ja, wir hätten einfach keine Perspektive mehr hier gehabt. Und das ist so das Einzige, was uns hier hält. Hier ist eine tolle Gemeinschaft entstanden aus verschiedenen damaligen Skate-Crews, die so nebeneinander hergelebt haben. Jetzt machen wir hier zusammen was. Hier kommen auch viele Street Obstacles rein. Also es ist nicht nur Rampe oder irgendwie ein Bowl. Es ist ja für alle gedacht. Und die Leute haben auch Bock drauf, das ist halt das Schöne. So dieses kollektive, familiäre. Also man sieht sozusagen als Hauptprotagonist das Hochregallager, was in der Halle schon stand, was die Ersatzteile für den Busreparaturbetrieb in der Halle sozusagen dargestellt hat. Ja, dieses Bild, was ja jetzt auch in der Architektur auch diskutiert wird, aufgrund dieser ganzen Rohstoffkrise, dass man Gebäude eben als Materiallager sieht, die irgendwann wieder so rausgelöst werden können sollten, dass man eben noch was Neues draus baut. Ich hole noch das Katzenbuch. 2013. Das heißt, wir haben es auch schon vorher gemacht wahrscheinlich. Ja, es war ja auch die Anfänge der Praxis, kann man schon so ein bisschen sagen. Nee, die Katze in der Mikrowelle, ja, das ist, glaube ich, so, das war so ein bisschen der Aufhänger damals. Katze in der Mikrowelle. Wo ist denn jetzt die Mikrowelle? Also das ist nur diese Teilmikrowelle. Na gut, also auf jeden Fall die Katze, also irgendwann tauchte dieses Beispiel auf, dass es diese Katze, dass es das Phänomen gibt, dass Menschen eine Katze in die Mikrowelle tun und sich dann wundern, warum die explodiert. Ja? Oder um sie zu waschen oder so. Ja, genau. Amerikaner machen das manchmal. Und dieses Phänomen, der sozusagen... Und sich dann beschweren bei der Waschmaschinenfirma. Ah ja, genau, so. Jetzt gehen noch weiter. Also die dann verklagen, die Waschmaschinenfirma, dass nicht draufsteht, dass man keine Katzen reintun darf. Genau. Und dieses Moment, wo man so die Verantwortung komplett an die Waschmaschinenfirma abgibt, darum ging. Ja, da haben wir uns gefragt, ob das bei der Architektur nämlich auch so ist oder bei der Stadtentwicklung. Oder wie weit sozusagen der Nutzer der Stadt
Also es geht natürlich um das Thema der Koproduktion. Ja? Du bist sozusagen nicht nur Konsument, du bist Koproduzent der Stadt. Und das wurde sozusagen in den frühen Jahren schon hier in diesem Buch verhandelt. Also es geht um sozusagen die Verantwortung übernehmen. Ja? Wenn du irgendwas... also das ist ja hier auch passiert. Ja? Wenn Leute was bauen, übernehmen sie auch zum Teil irgendwie gesagt, Verantwortung. Ja? Das ist etwas, was man sonst in der Baukultur ja eigentlich abgibt. So. Und das sind sozusagen Aspekte, die dort aufgetaucht sind. Oder Architektur als Mittel zur Kommunikation. Also das sind sozusagen Themen, die hier behandelt worden sind. Der menschliche Maßstab der Architektur, der ja in dem Fall hier eine ganz starke Rolle spielt, weil die Gebäude, die hier entstanden sind, sind ja nur in den Möglichkeitsrahmen der Personen, die sie bauen, entstanden. Es wurden keine sozusagen Kräne oder sonst irgendwas dazu gebraucht, ja. Und das sind natürlich auch Werte, die ein Stadtquartier sozusagen tragen kann, ja, die es auch für andere Quartiere zum Ausdruck bringen kann, wenn es entsteht. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass die ganze Stuttgart so aussehen soll, aber ich will auch nicht, dass ganz Stuttgart wie Milaneo aussieht. Das ist irgendwie... Eigentlich mit so einer Schwingbewegung muss man das machen. Man muss so reinschwingen und dann so rausschwingen. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, also gerade vor dem S21-Hintergrund, wo man sozusagen, wir warten ja all die Jahre immer noch darauf, dass es fertig wird, ja. Aber vergessen, dass wir eigentlich schon seit 2 Generationen sozusagen im Wandel eigentlich leben. So, also wir werden ja sozusagen eigentlich nichts mehr davon haben, von diesem fertigen Zustand, ja. Es ist sozusagen, also das so eher mit zu begreifen oder damit zu arbeiten, ja, sozusagen eher Transformation zu thematisieren und nicht den glorreichen Moment immer nur anzustreben und die Frage, was danach kommt, ja, der eigentlich ja schon total veraltet sein wird, wenn er fertig ist, weil er wurde ja in den 80ern geplant. Und wird abgerissen da hinten, wenn es da fertig ist. Also letztendlich passt es eigentlich nicht besonders gut in den Stuttgart-Kontext, was ich hier mache, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so ein großes Zielpublikum gibt. Wenn ich dann ein Konzert nicht annehmen kann, aus terminlichen Gründen oder warum auch immer, und die Frage kommt, wen kannst du noch empfehlen in Stuttgart, dann fällt mir tatsächlich niemand ein. Oder kaum jemand. Da kommt es dann wirklich so drauf an, ob man die irgendwo, ob es Überschneidungen gibt, ob es irgendwie, was weiß denn ich, im Galau oder im Goldmarks passen würde. Aber da gibt es dann doch recht wenige Überschneidungen. Oder ob noch an den Waggons jemand was macht und so, aber da sind jetzt auch weniger Konzerte. Also es gibt wirklich keine oder kaum Bühnen, wo sowas oder so Ähnliches stattfinden könnte. Merlin vielleicht, gibt es manchmal programmatische Überschneidungen, aber auch ein ganz anderer Ansatz. Tatsächlich war die Auswahl vor ein paar Jahren dann schon noch besser, als dann immerhin noch die Waggons dann auch aktiver waren. In a crowd, 'cause people like to talk. No, don't they love to talk? But when they turn out the lights, I know she'll be leaving with me. And when we get behind closed doors and she lets her hair hang down, and she makes me glad that I'm a man. Oh, no one knows what goes on behind closed doors.
Ich bin schon so einigermaßen disconnected von Stuttgart. Ich fühle mich nicht wirklich, als würde ich in Stuttgart wohnen. Ich wohne am inneren Nordbahnhof. Bin auch immer wieder ein bisschen befremdet. Ich bin auch selten Freunde besuchen in der Stadt. Wenn ich dann da bin, stelle ich überhaupt fest, in welcher Stadt ich lebe oder so. Also ich habe kaum einen anderen Bezug. Also so ein normales Stuttgart-West- oder Südleben könnte ich mir nicht vorstellen und wollte ich mir auch nicht vorstellen. Ich habe nicht mal das Gefühl, dass ich in einer Großstadt lebe, weil es hier auch so nachbarschaftlich eher so ein bisschen dörflich oder so ist. Man kennt eben alle und wenn man nicht kennt, der wird besonders aufmerksam gegrüßt, noch besonders deutlich. Hallo, wer bist du denn? Also was hier geplant wird mit der Maker City, da sehe ich mich auf keinen Fall. Das ist auch kein Freiraum, das ist irgendwas anderes. Da kommen dann andere, vielleicht auch kulturelle Nutzungen, das weiß ich nicht. Aber es ist dann jedenfalls kein Freiraum mehr, den ich so nutzen kann, wie ich ihn mir vorstelle zu nutzen. Bis dahin sehe ich hier Baustellen, mit sowas könnte ich mich noch irgendwie arrangieren. Aber das kommt dann schon auch wirklich ganz drauf an, wie lange das dauert, wie viel Perspektive man da kriegt. Wer dann noch vor Ort ist, wer das mit bespielt. Der Kunstverein Wagenhalle braucht die Außenflächen hier als Vernetzung, eben da, wo das künstlerische Leben und der Austausch auch stattfindet. Wenn einem das jetzt irgendwie genommen wird oder wenn das zu überreglementiert wird, dann wird das scheitern, dann wird es hier zu einer kalten Einöde. Dann werden das Ateliers, wo arrivierte Künstler drin sitzen, die ihre Arbeiten am Laptop irgendwie reinhacken und irgendwie dokumentieren. Und also das ist ein bisschen lame. Das ist irgendwie so marktwirtschaftlich gedacht. So funktioniert Kunst und Kultur aber nicht. Ja, das scheint irgendwie wie so, das ist einfach, das haben die Leute so verinnerlicht, dass das normal, wenn das gut ist und beliebt ist, dann muss man das ja größer machen. Da könnte man doch mal was richtig Fettes machen oder alle zusammen irgendwie in ein Ding rein irgendwie. Und das hat mir, weiß ich nicht so genau, warum, was bei mir da nicht stimmt, aber das kommt mir gar nicht als logische Schlussfolgerung. Bei mir ist es eher so, hey wow, das ist so gut, das will ich auf jeden Fall genauso lassen. I'm going right here in February, yell at everybody and make them come in, and then you can start it. Also, there's no contact line, so the next band is about to start.
Also hier wirkt es auch viel besser als auf dem Schlossplatz vielleicht, oder? Nicht ganz so verloren. Hier ja schon gut ist, es sind ja viele Themen, kündigen sich an. Also das ist, finde ich, schon einen guten Schritt, dass dieses Projekt aufgrund seiner Bedeutung, seiner Größe, aber vielleicht, weil es auch einen Kulturwandel gibt, zumindest in Teilen, also ein Wandel in der Planungskultur, die Themen werden in der Stadt ausgestellt. Und das ist ja eigentlich was Positives. Und man sieht hier jetzt, sind Kinder, sind unterschiedliche Generationen da und es gibt eine Auseinandersetzung über die Themen. Also das geht mir auch so, dass auf dem Schlossplatz war das alles so ein bisschen verloren. Aber hier im Quartier sind diese Möbel, glaube ich, ganz wunderbar, weil man sieht ja auch, es wird angenommen sofort. Und hier passiert was und es hat ja dieses Temporäre, das auch die Container City hat und das zeigt, dass da auch was hier reingetragen wird und vielleicht von dem, was die Container City hat ja auch was ausgelöst und auch eine Bewegung ausgelöst und auch einen Impuls gegeben für die Entwicklung des Quartiers, meiner Ansicht nach. Und jetzt zeigt man, hier gibt es einen neuen Schritt und sowas und ich glaube schon, dass das wichtig ist. Also wenn wir über die B14 sprechen, dann muss man natürlich sagen, das ist natürlich eine der Hauptachsen, die auf die B14 zufährt, hier durch den Wagenburgtunnel durch. Und das ist auch so ein Punkt, der jetzt im Augenblick schon in der Stadt diskutiert wird. Können wir denn, wenn wir die B14 zurückbauen und weniger Fahrspuren haben, können wir dann den Verkehr, der jetzt im Augenblick da ist, überhaupt noch bewältigen oder wird es zum Verkehrschaos kommen? Und da hat jetzt nach unserem Wettbewerb, den wir ja 2020 gewonnen haben, die Stadt dann irgendwann gesagt, ja, wir müssen nun zuerst mal nähere Verkehrsstudien machen dazu, was denn überhaupt das Verkehrsaufkommen ist und so weiter. Und das ist aus unserer Sicht einfach der komplett falsche Ansatz. Also wir müssen eigentlich hergehen und uns überlegen, was für ein Angebot an Verkehr für die verschiedenen Verkehrsteilnehmer wollen wir machen. Und nicht, wie hoch ist im Augenblick die Belegung dieser Straßen, sondern man muss ein Ziel definieren. Und der Wettbewerb hatte eigentlich ein Ziel definiert, nämlich 50% Reduzierung der Verkehrsflächen. Fakt ist aber, dass hinterher auch die Verkehrsplaner der Stadt Zweifel hatten, ob sich das so realisieren lässt. Wir verweisen dann immer, das mögen manche auch nicht so gerne hören, wir verweisen dann immer darauf, dass andere Städte ja auch diesen Ansatz gewählt haben. Und natürlich, wenn man Kopenhagen nennt, dann rollen alle mit den Augen und sagen, ja, das ist ja ganz anders in Kopenhagen. Aber Fakt ist, dass auch dort damals dann der Weg gegangen war, dass man gesagt hat, okay, wir reduzieren einfach die Verkehrswege für den Individualverkehr, für die PKWs in die Stadt hinein. Und es kam eben nicht zum Verkehrschaos. Und natürlich ist uns klar, dass es da unterschiedlichste Positionen gibt. Die einen sehen die Mobilitätswende eben anders, sage ich mal. Wir sind eine Autostadt und so weiter. Wir werden den Antrieb verändern. Und die anderen sehen eben das radikaler und denken sich, wir müssen den Stadtraum zurückgewinnen. Und ich will nicht leugnen, dass wir eher uns da auf deren Seite befinden, aber auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass wir den Verkehr völlig eliminieren. Ja. Markus, sag auch mal was. Nein, ja, du hast vorher ja das Thema aufgenommen und gesagt, eigentlich ist es kein Verkehrsprojekt. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wir alle sagen, der Verkehr ist fürchterlich und die autogerechte Stadt muss sich ändern, aber alle, auch
Planer auch diskutieren immer relativ schnell auf der verkehrlichen Ebene. Letztendlich gibt es ja auch die Frage, wie verändern sich die Innenstädte, wenn sich der Konsum verändert, das Kaufverhalten verändert. Das hängt ja alles zusammen. Also es geht eigentlich um die Frage, was ist eigentlich das Betriebssystem letztendlich von unseren Städten und unseren Innenstädten. Ich habe 3 Punkte, aber so als eine Frage zu beantworten sozusagen. Andreas Hofer, Intendant der IBA 27 der Stadtregion Stuttgart, hat Architektur an der ETH Zürich studiert. Er war Partner im Zürcher Büro Archipel oder ist immer noch Partner in dem Büro, auch wenn ich richtig verstanden habe, die Tätigkeit gerade ziemlich gut und ist unter anderem bekannt dafür, dass er sich stark für den genossenschaftlichen Wohnungsbau engagiert. Seit 2018 Intendant der IBA 27 in Stuttgart. Ja, was hat dich zu IBA gebracht? Wie passt IBA in deinen Lebenslauf? Was möchtest du hier in Stuttgart mit IBA bewegen? Möchtest du Planung verändern? Möchtest du bauen? Was kann IBA, wie du davor nicht kannst? Gut, danke. Als ich studiert habe an der ETH, das war so die letzte Generation der Hardcore-Modernisten. Also da wurden Bücher verbrannt, wenn du nicht auf Spur warst. Und der Alfred Roth hatte einmal im Jahr seine Messe, wo er die Moderne verkündete. Und der Alfred Roth war ja der Bauführer für die Le Corbusier-Häuser hier auf dem Weißenhof. Also da gab es schon so eine Verbindung. Und das ist lustig, viele waren in Berlin. Ich war dann 86, 87 während dem Studium auch ein Jahr in Berlin und habe da eigentlich diese großartige Bauausstellung natürlich auch 1:1 miterlebt. Also irgend so ein IBA-Gen gibt es da. Als ich dann auch angefragt wurde, mich zu bewerben für die IBA Stuttgart, waren es eigentlich diese beiden Dinge. Also quasi der architekturhistorische. Ich weiß, man kann IBA auch anders sehen, aber ich finde, man sollte eigentlich nur eine IBA machen, wenn du wieder so einen architektonisch-historischen Epochenbruch schaffst. Das ist mein Anspruch. Und ob wir das hinkriegen, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber der Ort ist sicher spannend. Also Stuttgart ist vermutlich einer der interessantesten Orte im Moment auf der Welt. Ich rede mir das vielleicht auch einfach ein, damit ich jeden Morgen wieder aufstehen mag. Aber diese Mischung von industrieller, ökologischer, gesellschaftlicher Transformation in dieser gelebten Dichte also ich wüsste einfach jetzt keinen anderen. Und das ist mal die Basis, mit der wir zu arbeiten versuchen. Und die Referenz ist natürlich Weißenhof. Mein Gefühl ist von der IBA, dass sie einen unglaublichen Realitätsanspruch hat aktuell gerade so. Ja, man versucht sozusagen alles auch so zu machen, dass das dann auch irgendwie auch wirklich so funktioniert und dass es nichts Falsches wird und so weiter. Und deswegen unterliegt das ja so einem ganz strengen Druck. Da fehlt so ein bisschen die experimentelle Leichtigkeit vielleicht. So, dass man sagt, ja, scheiß drauf, dann machen wir halt eine Siedlung so. Aber ich höre aber auch nicht so viel von der IBA und frage mich sozusagen, wo ist die? Ja, wo höre ich sie? Wo sehe ich sie? Also ich hätte gerne so ein bisschen eine größere Präsenz von der IBA, so Themen, die mich sozusagen hinterm Ofen hervorlocken, ohne Superprofi zu sein. Auf mehr Gebiet, Feuerwerk. Ja, mehr Feuerwerk, genau. Ein bisschen mehr Provokation oder ein bisschen mehr Mut natürlich. Mut, Provokation und Thesen, steile Thesen. Die, wie gesagt, die jungen Wilden, die nicht im Keim erstickt werden, weil dann irgendwo... Das ist ja nie eine Frage des Geldes. Ja? Wenn du was Geiles machen willst, dann machst du das auch ohne Geld. Das ist doch irgendwie kein Problem. Ja, aber das ist doch genau das also natürlich kann die scheitern,
aber die muss halt irgendwie da oben scheitern oder halt spektakulär scheitern. Oh, kein Modell. Normalerweise stand es hier, aber hier ist doch gut. Hier stehen verschiedene Fragmente von den Modellen. Vielleicht. Was wir hier sehen, ist ja nur der Bereich ein kleiner Bereich, dieser C1-Bereich um die Wagenhallen herum. Wir sagen ja, man kann so zwischen 5.500 und 6.500 Wohnungen schaffen, aber es sind nicht nur Wohnungen, die dort entstehen werden, sondern natürlich ganz viel Gewerbe. Und gerade in diesem C1-Gebiet, da ist ja das ist ja als Prinzip einer produktiven Stadt auch gedacht. Das heißt, es hat einen sehr hohen Gewerbeanteil, auch produzierendes Gewerbe. Und ich glaube, der Anteil von Wohnen ist da nur bei 45% und 55% sind eben auch Werkstätten, große Ateliers und so weiter und so fort. Und natürlich dann auch hier diese Interimsoper, die dort entstehen soll. Die wird allerdings später dann zurückgebaut und dann bleiben diese zwei Bausteine, die jetzt im Augenblick dann also es sind Proberäume, Verwaltung und so weiter und so fort. Oben drin sind auch noch Wohnungen, da ist ja auch kürzlich der Wettbewerb entschieden worden. Die werden hier bleiben und hier an dieser Stelle wird dann ein etwas kleinerer Baustein entstehen, wird zurückgebaut werden. Das Gebäude hier soll temporär entstehen und dann soll hier eigentlich dieser Wagenhallenplatz wieder in dieser Form gefasst werden. Im Grunde genommen, man sieht diese einzelnen Blöcke, das sind auch jetzt Blöcke, die schon eine erhebliche Größe haben. Also insgesamt hier in dem Bereich des C1-Gebiets sind, glaube ich, so 700, 800 Wohnungen, die insgesamt entstehen können und eben entsprechend auch Gewerbeflächen. Wir hatten immer gedacht, die Container City könnte da vielleicht bleiben. Kann sie leider nicht, weil dort die Fläche auch für Baustelleneinrichtungen genutzt wird. Aber das soll nachher eigentlich wie so eine große Bühne werden oder vielleicht auch eine große Open-Air-Werkstatt, die auch von den Wagenhallen mitbespielt wird, wo eigentlich so ein Quartierszentrum entsteht, so ein Anziehungspunkt über das unmittelbare Quartier hinaus, auch für den gesamten Nordbahnhof. Das ist ja wahrscheinlich auch noch eine Frage, also die hat uns stark beschäftigt, die ist jetzt in dem Rahmenplan nicht so vertieft, aber das Nordbahnhofviertel ist ja auch ein Quartier, es ist ein günstigeres Quartier in Stuttgart, es wohnen andere, also die soziale Mischung ist ein bisschen anders wie in anderen Quartieren und die haben natürlich auch die Angst, wenn jetzt plötzlich so eine große Entwicklung hier passiert. Bisher ist es Brachfläche oder Baustellenfläche, Einrichtungen für den Tunnelbau zum Stuttgart 21. Aber wenn das so eine Entwicklung passiert, dann wird es ja auch einen großen Einfluss auf den Nordbahnhof haben. Und deshalb ist es schon wichtig, dann also die Wagenhalle und der neue Wagenhallenplatz sind tatsächlich so eine Art, sagen wir mal, so ein Scharnier zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen, aber eben auch, sagen wir mal, auf einer Nutzungsebene. Die Planung und das Projekt an sich ist sehr ambitioniert. Das ist durchaus vergleichbar mit Projekten wie die Hafen City oder so. Es ist nur so, dass die Prozesse hier halt anders sind. Viele Themen lassen sich vergleichen mit anderen großen Projekten. Aber ich glaube, der Weg dahin ist Stuttgart-spezifisch. Letzten Samstag haben wir hier das Gestell abgebaut und die ganzen Pflanzen runtergeschnitten. Also jetzt sieht es sehr verwüstet aus, aber es ist eine Prachtwinde und die hat hier überall geblüht. Und es war
super schön, aber wir mussten es machen, weil wir am Donnerstag die Container verkauft hätten. Also dann hätte der runter gemusst und dafür musste das alles weg. Und dann kam halt, ich glaube, also 2 Tage nachdem wir es runtergeholt haben, kam die Nachricht, nein, wir dürfen doch bleiben. Wir dachten, es kann nicht sein, also weil es ist jetzt 1 Monat vor Fristende. Wir haben halt wahnsinnig viel jetzt zerstört. Andere haben viel mehr zerstört, andere haben noch gar nicht angefangen, weil es noch 1 Monat Zeit war. Aber es ist halt angesichts der Tatsache, dass das jetzt ein halbes Jahr vorbereitet war, dass es Stellen gab für den Abbau, dass wir eigentlich ab Juli angefangen haben, das hier rückzubauen, ist es ein Skandal, dass wir 1 Monat vorher erfahren, nee, ihr könnt doch 1 Jahr lang bleiben. So. Das ist halt schon zum Kotzen jetzt, ne? Also, aber wir wissen nicht, wie wir weitergehen, weil wir haben uns ja eigentlich, es war von Anfang an klar, das ist eine temporäre Lösung für 5 Jahre. Dann sah es durch die IBA so aus, als würde das länger gehen können. Vorher hieß es aber auch mal, es wäre kürzer. Also das ist schon klar, es war nur temporär. Also ist es jetzt, im Grunde geht es nicht darum, dass wir uns empören, dass wir weg müssen, sondern nur, wie es gelaufen ist. Und ist halt jetzt auch schon der Glaube daran erschüttert, dass die da verantwortlich mit umgehen. So. Weil es war halt auch sehr gut fürs Viertel, dass hier was los war. Also gerade in Corona-Zeit, die Jugendlichen hier, die hatten ein Paradies gehabt. So, und das war eine sehr schöne Koexistenz. Das hat wirklich gut funktioniert. So. Und das fällt jetzt alles weg und für nix. So. Und es wurde halt, jetzt haben wir es selber kaputt gemacht, weil wir rückgebaut haben. Und das ist halt. Und das wäre nicht nötig gewesen. Ne? Also irgendjemand hat uns da ziemlich verarscht in der Stadt. Weil wir waren eine Zeit lang sehr optimistisch, dass wir dachten, okay, eben, Preise gewinnt das hier. Das hat auch sich so angefühlt, es macht einfach total viel Sinn. Auch Leute aus der Stadt, die sagen, hey, wie schön ist das hier? Das ist doch toll. Aber das ist natürlich auch die Politik einer Stadt, die hauptsächlich Autos baut, die hier eine Wohnbebauung machen will, die sehr dicht ist, dass die sich so eine Fläche, die dann plötzlich nah an der Innenstadt ist, dass die so effektiv und monetär effektiv wie möglich ausbeuten wollen. Also der Satz war jetzt falsch, aber dass die so sehr effektiv wie hier Geld machen wollen. Ne? Und da ist denen das auch relativ scheißegal, ob das hier Preise gewinnt oder nicht. Heute ist Samstag und samstags ist meistens Betonagetag. Alle sind da, das ist das Allerwichtigste, dass morgens genügend Leute da sind. Also echt Props an alle, die Samstagmorgen so früh hier stehen, extra aus Fellbach oder so anreisen oder Vaihingen-Enz. Schon cool.
Also für dieses Stück haben wir jetzt knapp einen Monat die Schalung gebaut. Und jetzt ist es endlich soweit. Eigentlich war auch die Überlegung, ob man jetzt das Teil auf einmal macht oder eher auf 2 Teile spreadet. Aber ja, das würde sich halt nochmal wieder ziehen, bis wir genügend Leute samstags mal frei haben. Deshalb wird jetzt heute durchgezogen, das ganze Ding auf einmal. Genau. Klar sind wir froh, dass wir jetzt noch bleiben können, aber wir wollen uns nicht darauf ausruhen, sondern wir wissen, ja, wir nehmen das ernst und wissen, dass bald halt auch das alles wieder schnell rum ist. Weil jetzt ist fast Februar, Februar ist sehr kurz, dann haben wir schon März, Frühling, Frühling ist beinahe Sommer und dann ist schon Herbst. Und wir wollen in der Zeit jetzt noch vieles machen, Vereinsgründung ist jetzt so gut wie fertig. Genau, und wir wollen auf jeden Fall noch gucken, dass wir über Oktober hinaus noch irgendwelche Perspektiven haben, weil sonst bringt es halt nichts mehr. Egal, wir brauchen gleich rein. Einfach einen Sprung Also der Traum wurde schon mehr oder weniger wahr, als hier die erste Hälfte stand. Jetzt ist natürlich so ein bisschen nochmal besser geworden, dadurch, dass wir die Verlängerung haben bis Oktober dieses Jahres. Mal schauen, wie das sich entwickelt. Wenn sich keiner für einen einsetzt und man nichts kriegt, dann muss man sich selber irgendwie erschaffen. Von Rekorden hat er sie aufgestellt und die Tracker kannten ihn schon auf der ganzen Welt. Und ihr seid allen bis zum Morgen.
Wir haben jetzt vor 2 Tagen überraschend nochmal eine Verlängerung bekommen, zum 2. Mal. Haben eigentlich auch damit gerechnet, weil wir es uns gar nicht vorstellen konnten. Jetzt ist ja gerade erst die Wettbewerbe sind ausgeschrieben, diese Rahmenplanung und alles läuft ja eigentlich noch. Auf der anderen Seite sind wir das ja auch gewöhnt, immer so eigentlich mit halbjährlichen, jährlichen Duldungsverlängerungen. Das war ja von Anfang an hier so an der Wagenhalle und im Prinzip haben wir hier jetzt die frühere Wagenhalle draußen. Die Halle selber ist ja jetzt gesichert und gerettet. Und genau deswegen sind wir das eigentlich gewöhnt. Trotzdem wäre es natürlich schön, vielleicht gäbe es ja auch Konzepte, sowas, diese permanente Temporalität und Erneuerung und warum die Leute eigentlich auch hier aus anderen Städten hierher kommen, warum die Leute hier aus ganz Stuttgart herkommen, sich hier gerne aufhalten und zu Veranstaltungen kommen. Vielleicht gäbe es ja auch eine Möglichkeit, sowas zu verstetigen. Die Frage ist halt, ob es vielleicht irgendwie so eine Art runden Tisch oder sowas geben könnte, wo wir mehr einbezogen sind in diesen ganzen Baustelleneinrichtungen und sowas. Darauf hoffen wir sowieso, auf eher so eine symbiotische Baustelleneinrichtung, sage ich jetzt mal. Dass wir eigentlich darauf reagieren, was gebraucht wird und dass die Stadt auch darauf reagiert, was hier halt so entstanden ist. Und vielleicht das wert ist auch noch, so lange wie möglich zu bleiben. Ja. Also es sind auch neue Leute nachgekommen, aber das ist das, was ich auch meinte mit der angezogenen Handbremse. Natürlich fällt es uns auch schwer, jetzt Leuten hier diesen Raum anzubieten und zu sagen, okay, es ist wahrscheinlich nur ein halbes Jahr. Ne? Schöner wäre es natürlich, wenn das eigentlich ein Format wäre, was man hier erhält, dass es in irgendeinem Turnus einfach immer wieder neuen Menschen die Möglichkeit bietet, hier zu starten. Maker City, das ist ein toller Name und wir sind ja auch Maker City. Aber das ist natürlich dann schon noch mal eine sehr viel statischere Nummer. Und keiner weiß so genau, was da dann gemaked wird. So, wer da maked eigentlich. Hallo. Schon ein Getränk? Ja, was magst du? Was Frisches? Was Frisches? Kaffee jetzt nicht auch? Nee. Wahrscheinlich auch noch kein Alkohol. Nee. Okay, zu sagen, der erste. Ich hab jetzt gedacht, kommt schon der zweite Gast. Hallo! Ja, wir machen kartellmäßige Absprachen. Ach so. Ja. Wie sagt man das auf Deutsch? Ich glaube, viele haben so ha halt. War doch klar. Mir war gar nichts klar. Ich dachte jetzt tatsächlich, ich habe schon überlegt, wie gehe ich vor, wie viel wird es mich kosten. Ich weiß eins, ich bin mega erleichtert. Also so unglaublich viel Arbeit. Ich habe ganz viele Sachen. Ich bin froh, dass ich es jetzt nicht bewegen muss. Es lohnt sich eigentlich nur noch für kommerzielle Betreiber. Das ist ein bisschen schade. Ich vermisse hier die Künstler mittlerweile. Und wer weiß, vielleicht kommen sie ja erst übernächstes oder sonst irgendwann Jahr. Da lasse ich mich jetzt einfach mal von Jahr zu Jahr überraschen. Ich werde auf jeden Fall nicht bis Ende September freiwillig abbauen. Ich werde auf jeden Fall bis Ende September warten und gucken, was passiert.